Goedenavond. Waar we het eerst zijn in 684. Kämpfende Seele nach oben den Blick. Jesus kommt bald, ja bald. Kommt mit freudem Jubel zurück, in herrlicher Gestalt. Oh, welchen Tag, das was einmal, wenn unser Heiland dann kommt voller Macht, König der Könige in all seiner Pracht, kommt Gott durch welch ein Tag. Warten wir sehen, es wird nicht mehr lang, Jesus kommt bald, ja bald. Und Ruf ergeht, Frau erklingend Gesang, dass es noch widerhallt. Oh, welchen Tag, das was einmal, wenn unser Heiland dann kommt voller Macht, König der Könige in all seiner Pracht, kommt bald, oh welch ein Tag. Jesus kommt bald, ja bald. Wo fliehst du hin beim Erscheinen des Herrn? Kommt jetzt der Herr, kommt bald. Oh, welchen Tag, das was einmal, wenn unser Heiland dann kommt voller Macht, König der Könige in all seiner Pracht, kommt bald, oh welch ein Tag. Nummer 100. Nummer 100. Das so. Niemals habe ich Daran gedacht, was der Herr kurz für mich vollbracht. Nie habe ich gedacht, was dort geschah auf Golgatha. Gott ist Gnade und Barmherzigkeit, hat mich von der Sünde
526. Es war ein Mann zu alter Zeit, Genoegen alle. Ik freue mich sehr, dass wir uns hier nicht so oben noch einmal waren Taubtrafen können mit der ganzen Gemeinde. Wir haben hier von der einen schönen Tag gehört mit den Lehrern, den Sonntagsschullehrer, den Komitees. Und wenn wir nun nach das Städtchen Taub kommen mit aller Taub, das ist sehr viel wert. Ik weet terug vast, die waren nog maar aan het hören, wat du je hier dat aan de Kinder abertragen. En wanneer dan mal so überdenken dat, wat onze arbeid is, ja, wie als Eltern, und besonders wie als christliche Eltern, wat onze arbeid krijgt is, dan heeft het meest immer te doen met Kinder abtragen, met de Kinder te schak halten, met de abtragen, wat die groot zijn. Und dann fangen die an, ihre Kinder abzutragen, und wir fangen dann an, mit der Großkindergemeinschaft zu haben, und du gut zu geben, wenn es fehlt. So ein großer Part von uns hier sind auf dieser Welt, das hat mit der nächsten Generation zu tun, an sich Kinder abtragen. Und das ist ja gerade, wo dann wir Schule haben, das hat mit zu tun, mit den Kinder abtragen, mit entleeren, was wichtig ist und so weiter. Und ich dachte, ich würde hier ein paar Verse lesen, aus Epheser, das 6. Kapitel. Hier habe ich auch Ruth für die Kinder, auch für die Eltern. Vers 1 sagt, ihr Kinder, seid gehorsam euren Eltern in dem Herrn, denn das ist billig. So die Kinder
dass die Eltern gehorsam sind, das ist billig. Und das meint aber nicht, dass das wenig wert ist. Wir wollten das Wort billig, das habe ich applaudiert, dann wird wir dort so verstehen, dass es wenig wert. Und mal Jahren zurück, als wir mal auf einer Stelle Abendjahr eingehalten, dann hatten die besonders gefragt, noch Timers für Kinderabtragung. Und dann weiß ich, los ich das Tag auch. Und dann ist der Tag dann durch wieder, dann kam mein aller Onkel noch mir. Und er sagt, er kann das nicht alle passen. Ich stelle das sehr wichtig durch, wo wichtig, dass wir die Kinder abtragen. In der Bibel steht aber dort wir billig. Dass die Kinder der Eltern respektieren, und gehorchen, dass wir billig, dass wir heute nicht ein großer Wert. Weil ich sehe, dann kann ich das Wort nicht verstehen, was das meint. Und das Wort billig, das meint sie, ab Jüdisch, wenn ich dort applaudisch würde erklären, dann meint das dass ich das gehört. Das Kinder, Eltern gehorchen, dort dass ich das gehört. Wenn Gott der hat das so geplant, dass die Eltern, dort sind die Autorität, und die Kinder sind schuldig zu horchen, was die Mama und Dad sagen. Und ganz besonders, wenn die Eltern Kinder christlicher Wert lehren und christliche Unrecht geben, dann dort ist sehr wichtig, dass Kinder noch horchen und sich Gluten abtragen. Und dann wieder sagt es hier, dass ihr Vater und Mutter, dann das ist das erste Gebot, das Verheißung hat. Auf das dir es wohlgehe und du lange lebst auf Erden. So das sagt besonders, dass die Eltern sollen geehrt werden, die sollen Respekt werden, wenn das sind einmal von Gott angestellt über die Kinder. Und du hast eine sehr gute Verheitung ab, du hast ein langes Leben abversprechen. Und dann redet zu uns als Eltern. Und ihr Väter, reizet eure Kinder nicht zum Zorn, sondern zieht sie auf in der Zucht und Vermahnung zum Herrn. So das ist eine große Aufgabe, dass wir die Kinder nicht wollen rätseln, nicht wollen zum Zorn rätseln, dass die uns auf einmal jeden anwollen, sondern das sagt so klar, dass wir sollen die eine Zucht abtragen. Und wenn wir eine Zucht tun oder züchtigen, dort meint nicht immer, dass wir bis immer schachten tun. Zucht hat mit zu tun mit Abtragen, mit Lehren, mit Dinge verbildlich wiesen, wo das soll getan werden. Und du am Kammern dort auch getan wird. All das hat mit Zucht zu tun, hat nicht alles bloß mit den Räumen zu tun, hat mit zu tun mit was Abtragen, mit was Pflegen. Kriegst du es, wenn wir Korn züchten tun, oder wir tun ein Sasswort auf den Stab züchten, ackern, und dann dort pflegen, dort wird berührt kommen, kriegst du das auch mit der Familie. Dort wird gepflegt, du musst wie bei sein, du musst wie kicken, was dir fehlt, und dann dort geben, was dir fehlt. Dort alle haben mit Zucht zu tun. Und das würde zu uns als Eltern besonders sein, dass wir sollen abtragen an der Zucht, und wir sollen Träg nur dem Herrn wiesen. Und das ist auch eine Schule, ein großes Port, was der Lehrer Arbeit ist, das ist die Kinder nur dem Herrn wiesen. Das soll ein von den Hauptdingen an unseren christlichen Schulen sein, dass du auch jährlicher Unrecht wird sein. Und ich sehe immer war so dankbar für all die Beker, was wir an der Schule haben, was du so sehr deep gehen dann auch an der Bibel. Wir haben an der Schule die Bibel, was wir Unrechten tun, aber wir haben auch Beker, wo Menschen sich sehr deep lernen haben und was die Bibel deep erklären tun. Und du siehst, ich sehr dankbar für. Und ich freue mich für so sehr viele junge Menschen, dass wir in unserem Land haben, was sich von ihren jungen Jahren all darin bekehren. Und das hat mit zu tun, du sind Eltern dahinter, was nur Gott gewesen haben, und du sind die christlichen Lehrer dahinter, was das getan haben, dass die Kinder deep informiert wurden über die Wahrheit und über Gott. Ja, und das Abend vertraue ich, was noch war eine große Hilfe sein für uns als Eltern, dass wir Unrecht kriegen, wo wir diese Arbeit auf das Beste tun können. Weil wir noch Stunden zum Gebet, wo das passend ist.
Uns Vater im Himmel, wir danken dir ganz besonders für das Abend. Und ich freue uns, die uns was alle nur sein, was die uns in Obnet hört, in Obner Uhren geben, dass wir das, was hier gebraucht wird, dass wir das Wort können verstehen, in Leib in uns Horten nehmen, und wir vertrauen, dass viel Rot kommt, und sich Kinder abzutragen, möchtest du schenken, dass wir können wirklich erfolgreich sein, und ganz besonders, dass wir das unter die waren, dann nur den Wort noch. Hier möchtest du uns den Abend besonders segnen. Amen. Okay, wir wollen nu eerst twee chartere timers op Englisch hier en over Bruder Eboyen wordt het op Duits even zaten. En dan nu dort, okay, dan wanneer die twee Englische timers zijn geweest, dan waar we een lied hebben, waar vielleicht een paar Vers worden gezongen worden. En dan nu dort wordt Bruder Piet Peters dan op Duits ons nog een timer brengen. Dan geben wir wieder Zeit für dort, für wir eben noch hinabkommen und auch die anderen Brüder. Good evening. It's good to be here with you. Goedenavond, het is goed hier met jullie te zijn. One problem that a lot of schools have is trying to have enough money to have a good school. Zo een trouble wat vele scholen hebben is dat ze niet genoeg geld hebben om een fijne school te doen. And we worry about things like paying the teachers and buying books. En we zijn bezorgd om wel de leraars te betalen en bücher te kopen. And sometimes we are tempted to pay or to buy something cheap so that we can save money. Zo een einzig mal dat we dan wat beelden kopen om geld te sparen. Have you ever bought something Hast du ever eens wat gekauft? that you had the choice between one item that was cheap and another, the same item that was much more expensive? Zo hast du mal erfahren dat du wat gekauft hast, ein Ding, datselfde Ding, als billig was oder dir. And so you decided to save some money and you bought the cheap one. Så du hast dich entschieden, som geld zu saven, und du kaufst das billige. And so you ended up with a plastic spoon. Så vad du gekriegt hast, ist dann en plastik Löffel. And you got into the hard ice cream, and what happened? Und du wirst ein harter Ice Cream essen, und was passiert? And you wished you had the metal spoon, Så du wünschst dir, du hast ein eiserner Löffel, because this lasts. wenn es dich hält. This is throwaway. Und das ist zum Waschmieden. The same thing can happen in our Christian schools. Dasselbe kann passieren in unserer christlichen Schule. And it's not just a matter of money. Das ist nicht bloß ein Ding, was Geld dreht. It's our support for our school. Das ist unsere Unterstützung für die Schule. It's the many ways that we work together as a church community to make our schools a good place. So, das ist ein von den vielen Wegen, wo wir top schaffen, um unsere Schule, unsere Kirche einen guten Platz zu machen. In the States, we have a hardware store called True Value. So in den States habe ich eine Ferreterie, wo du True Value heißen das. And supposedly, if you buy your tools there, you have something that is really good. So, und dort heißt so, wenn du deine Tools kaufen darfst, dann hast du wirklich feine Tools. I'm not sure that's always true, but the idea is there that you get from us, you get true value. Ja, ich weiß nicht, ob es wirklich so ist, aber die Idee ist, wenn du von uns kaufst, dann hast du wirklich was Gutes. So in thinking about our schools, let's think about things that have low value. So, wenn wir denken an unsere Schulen, wollen wir mal denken an Dinge, wo du wenig Wert haben. We may buy books that are cheap, Wir möchten Bücher kaufen, wo die billig sind.
and they may be very poor quality. De mochten sehr leeg zijn aan kwaliteit. We save money on the books, but they don't do the job that we want them to do. Wir sparen Geld an de Bücher, aber die tun nicht dort, was die sollen tun. I actually visit some schools in the states where that happens. So ik doe soms Schulen bezoeken in de States, wo dat passieren dat. And more of the parents are saying, why don't we pay some more money and get curriculum that does the job we want it to do? En er zijn ouderen die vragen maar eenmaal waarom dat we niet meer geld geven voor onze Bücher, wat we beter zijn. I also visit schools that buy very expensive books. Ik doe Schulen bezoeken, wo de zeer dure Bücher kijken doen. But they don't teach the values that we hold dear as Anabaptists. Aber die leren nicht die valores, wat we leren doen als Anabaptisten. They will teach our children the wrong things. So die waren onze kinderen orechte dingen leren. And as I talk to some of their school committees, En zoals ik met de school kan met thuis vertalen doen. they say, well, the teacher can take care of that. They will explain it in class. Weil die zijn de leraar kan zich doen met wijten, die kan het in de klas erklären. We don't pay our teachers enough to do that. So we doen onze leraars niet genoeg betonen om te zijn. So the books we have can be bad value. So de Bücher, wat we hebben, kan een slechter wert hebben. Another thing is we may have teachers who are not committed to doing a good job. Een andere ding is, we zijn niet met wem verbonden om een goede job te doen. And it may be because they're inexperienced. This is their first year. So dat kan met te doen hebben dat er niet ervaring is, dat is vielleicht het eerste jaar. And we can work with that. We can help them, and hopefully with experience they become better teachers. So we kunnen met schaffen en dat uithouden en hopen dat er betere teachers worden. But some teachers seem to stay in that immature state. Aber some leraars valt zich zo de blijven aanriep. I knew a young man who taught in our school for 5 years. Ik ken een jonge man wat aan onze school leren deed voor 5 jaar. And we kept thinking he would do a good job. En we blijven immer nog bij de idee dat hij wordt een goede job doen. And the school board finally said we have to let him go. En schließlich zei de schoolcommittee, we moeten hem laten gaan. He was teaching our children things that we did not want them to know. So de leert onze kinderen dingen wat we niet willen hebben, dat die zullen weten. So that's another area where we end up having bad value in our schools. So dat is nog een area waar we een slechte valor hebben in onze school. So the number 3 would be En nummer 3 wordt zijn, parents who do not support the school. so ouderen wat de school niet meer starten doen. See, we started out talking about money, So we vangen aan te reden over geld, but it's really about the way we support the school that is important if we're going to have a good quality education. aber wat er wirklich talt is, wat we doen, damit we kunnen een goede kwaliteit hebben van educatie. I know parents who say, it costs too much. I don't want to pay that. Ik weet ouderen zijn, dat kost te veel, ik wil dat niet doen. I need my children at home to help me. Ik brug mijn kinderen thuis te mij houden. I didn't get much schooling and I'm okay. Ik heb niet veel geleerd, ik heb niet veel school gehad en ik zie oké. Or I don't like the teacher. Oder ik leg den leraar niet. Or I just don't care. Oder ik geef bloos niks om dran. I don't want to be responsible to help. Ik wil niet verantwoordelijk zijn te helpen. When we have attitudes like that as parents, we have poor value in our school. So, wenn wir so angestellt sind, dann wird unsere Schule sehr leer wird haben. So let's look at things that bring out true value for our school. So, wenn wir Dinge kijken, wat een werkelijke wird haben für unsere Schule, We need a good school plan.
Vi brukar en goda schoolplan, that includes good books, så det är en goda böcker med an. that includes getting good advice from other schools and people who know how to do school well. Dat brukar dat vi råd annehmen från andra schulen, vad det goda bebein sind. And it would also be to think about the future. Where do you want your school to go and be? En dat brukar vi an de toekomst denken. Wo will vi onze school gaan? Wat zal het ervan geven? Too many of the schools that I visit are only interested in making it this week or this year. Så te veel scholen wat ik bezieken, daar zijn plus geïnteresseerd aan plus dat nog deze week te merken oder nog dit jaar. So as we face problems and trouble and situations, we need to not only be thinking about now, So wenn wir Dinge bekijken, wenn wir Troubles haben, wir moeten nicht bloß an nu denken, we need to be thinking about 5 years from now, 10 years from now. so dat braucht dat wir denken an von 5 Jahren, von der oder 10 Jahren von nu. We need teachers who are committed to being good teachers. So wir brauchen Lehrer, wat du committed sind, also wat du versprechen oder ja Kompromiss haben, zum gute Lehrer sein. They need to be encouraged to teach more than just 1 year. Så det brukar att det mot han till Maja till underräkna oss plus 1 år. The longer the term of a teacher fulfills, a committed teacher, the better it is for your school. Så ju längre en handgivna tror jag lärare du är, ju bättre är det för dig själv. Our teachers should have a vision for Christian education. Så unsere Lehrer sollen eine Vision haben für christliche Education. They need to be respected in the community. Så det braucht att det ge respekt wird in der Umgebung. And we need to support them. Und det braucht att die community den understödjer det. So that brings us to those of us that aren't teachers, but we are supporting the school. It brings us to the community that supports the school. Okay, ja, dat bringt uns zu der Community oder der Gemeinde, wo die Schule unterstützen det. We need to show interest in our school. Dat braucht dat wir ein Interesse wiesen in unserer Schule. I'm pleased with the amount of people that came tonight to be here for this meeting. Ich freue mich für all die Menschen, die gekommen sind von dieser Uhr für diese Meeting. That shows your interest in school things. So dat wisst, dass die interessiert sind für die Schule. Maybe you're not a teacher, maybe you're not on the school committee. Vielleicht bist du nicht ein Lehrer oder ein Schulkomitee. Are you still interested in the school, in the students, in the teachers? Und du bist danach interessiert in die Schule, in die Studenten und in die Lehrer. Are you willing to come to school functions, things that happen at school, or like a school program, that type of thing? So bist du willig ein Schulprogramm zu kommen, in die Schule unterstützen, was immer das braucht. Do you know of ways that you could help with getting the school ready before the term, helping the teachers, whatever? So weißt du, was es braucht, um die Schule ready zu machen, für den einen Termin, für die Lehrer und so weiter. I like to see a school that has nice paint and is clean and cared for. Ich gleich eine Schulstuhl, wo du schmacke Farbe hast und wo du rein ist. That shows a community that cares about their school. So dat wisst, dass die Gemeinde jeft dran an die Schule. And the last thing I have here is there needs to be church support for the school as well. Das laatste wat ik hier heb is dat die Schule braucht Unterstützung von der Kirche. If you're not convinced as a church group that the school is one of your best things, you'll have problems. So wenn du nicht überzeugt bist, dass die Schule ein von den besten Dingen ist, was die Kirche hat, dann sei ihr in Trouble. We have a saying that says, we get what we pay for. Du hast eine Seite, die steht, wir kriegen,
för vad vi betonar. If we put a little bit into the school, we'll only get a little bit back. Så om vi blåser en kleine beetje nan tål, dan kan vi blåser en kleine beetje terug. If we give the school our best, we will have a good education for our children. Wanneer we de school ons beste geven, dan wil we goede educatie hebben van onze kinderen. Which would you rather have? Wat wil je wel liever hebben? Den plastic na, oder den eisernen Lepel? Thank you. I'll try to speak so you understand me this time. Okay. Yeah, your accent is a little different, but I'll try to do my best. I hope it's here. Here we go. I was listening to Lyndon there, and he's talking about the value of schools and how much we value school. So, ik hoor nu Linden zijn red, en hij redt van hoeveel schat we aan de school. And in teaching for 35 years in a school that originally was like 20 students and now is 135, I have worked with a lot of teachers. Så ik heb 35 jaar school gehouden. Am Anfang waren er 20 Schüler en nu 35. so nu zijn er 135. En ik heb met veel leraars geschoft. And I will have to say that I have met very few teachers that did not love their student, every one of them. En ik moet zeggen, ik heb zeer weinig leraars kennengelernt, wat niet de Schüler lief hebben. Do you value your teachers? So schatz je jene leraars. I feel like the teachers here are like the teachers at home. They care for the students in their classroom. So ik voel de leraars hier, krijg als de leraars daar thuis, die schatzen de kinderen. And yes, they have some students that give them trouble, En zeg je, de hebben some studenten wat in trouble merken. and they have stressful days. Die hebben, Stressful. okay, en die hebben stressvolle deel, But they come back the next day, maar die komen nächsten dag weer terug. because that's what teachers do. En dat is wat leraars doen. Do you appreciate your teachers? Do you So- value your teachers? So schatz je jene leraars. Zijn die bij jullie wichtig? My topic is parents and teachers. Mijn thema is ouderen en leraars. And so, what is your reaction when you think of having to become involved with the school and a teacher? So, en wat is die reactie? Want je denkt aan dat je was met een leraar of een ouderen te doen krijgt. You don't like to do it. Lijst je dat niet te doen? You know you should communicate them with. You know you should communicate with them, but you know how it just don't work too well. So, du willst sagen, mit den Gemeinschaft haben, mit den vertrauen, aber du willst das Schule vielleicht nicht so erfahren. Or maybe you don't think you need to. Oder du glaubst vielleicht, das ist gleich neidig. Or maybe you will if you have to. Oder du glaubst, dass du wirklich machst. Are you apprehensive? Are you afraid to come because teachers are scary people? Oder bist du besorgt, wenn du glaubst, dass die Lehrer die sind im Grühl? Or do you just love coming because you value your school? Oder kämpfst du bloß, wenn du schaust, deine Schule einfach? It's a challenge sometimes to put the effort to come and talk with your teacher. Så det är en utfordring för att komma och med din lärare förtala. Because they're so smart. They know everything, right? De zijn så smart och de vet alles. They even got one here that knows what 2 plus 2 is. Så vi har här en der vet vad 2 plus 2 är. And, you know, how can I help? No, that stuff is way over my head. Så ni vet, vad kan jag helpa? And I didn't do very well in school, so this is scary. Så jag kan inte fan göra en skola och det är med så till grund. And what can I do as a parent?
En wat kan ik doen als een ouderen? I don't know anything about phonics. Ik weet niet op phonics. Oké, lautleren. Ik weet niet veel van de lautleren, also de leren te lezen. And I never did understand fractions. En ik kan niet de bruggen kunnen verstaan, de fracties. My child actually knows more than I do. So mijn kind weet actually meer als wat ik doe. But I told you it's important to communicate. Aber ik zei je dat het zeer wichtig dat we communicatie hebben. And why did I say that? Wat zeg ik dan? I'm convinced as a long-time teacher that if you want a good school, you need communication between teachers and parents. Oké, en ik zie overtuigd als een ervaren leraar dat je bruggen, dat je de communicatie hebben tussen ouderen en leraars. And you, as a parent, need to give the teacher opportunity to do it. En je als ouderen moeten de leraars de gelegenheid geven dat te doen. You're the parent. You should come to the teacher and ask them how things are going with your child. So je als ouderen zullen naar een leraar komen en vragen hoe dat met ons kind. Did you ever stop and think that the teacher is probably afraid of you? So hast du ergens mal stilgehouden en je hebt nu gedacht dat de leraar bezorgd is om die? And so they get a little bit busy, and it's easy to put off calling a parent. So die zijn busy en dat is einfach bloß dat auf te schuiven de ouderen aan te roepen. So I think as a parent, you should help the teacher by creating opportunity for this conversation to happen. So wie als ouderen zullen de leraars helpen dat we een gelegenheid krijgen met hen te vertalen. And give the teacher a chance to tell you how it's going. So je hebt den leraar gelegenheid die te zijn wat het en een soldaat. And you might find out it's different than what your child tells you. So en du wirst vielleicht antworten dat de leraar zijn wat hij zegt is vielleicht anders als wat die kind zegt. So it's important to make opportunity to communicate with your teacher so she has a chance to tell you how it is going. So du ist es wichtig dat we chance nemen met een leraar te vertalen om zijn hoe zij de dingen in de school beleven. I think we all know that teamwork is the best way to get things done. So we weten alle dat de topschaffen is de beste weg om dingen fertig te krijgen. And so that's what we're trying to create, a team, teacher and parent. En dat is wat we proberen te maken in een team, wat de topschaffen is. Als ouderen en leraars. I read that last month Texas proposed a law where they were going to make it illegal to skip school meetings. So laatste maand las ik dat in Texas heeft het gezegd dat het illegaal is een schoolmeeting te skippen. And they were going to fine you $500 for not showing up. So they würden die een ticket geven, een multa geven van $500 voor niet naar de schoolmeeting komen. So evidently Texas thinks it's important that parents come to school and visit with the teacher. So de state of Texas gelooft dat het wichtig dat de ouderen met de leraars meetings hebben. So if you're struggling with making the opportunity to talk with your teacher, I'd like to look at that. Wanneer we struggelen is met een gelegenheid zien met een leraar te reden, dan wil ik het gleich nog te zijn. I mentioned earlier that maybe teachers are scary, Ik reed al eerder van, vielleicht zijn de leraars scary, but parents are scary too. maar de ouderen zijn ook scary. And so you have two scared people. So dan hast du twee mensen wat scared zijn. And so it's important that you as the parent reach out to them and use it a way, let me put it this, let me back up. You need to recognize as a parent that it's important, and because it's important, you do it. So wie als ouderen moeten erkennen dat het wichtig is, en nu wens moeten we dat doen.
You must recognize that you don't need to be book smart. Så du måste erkennen dass du brauchst nicht unbedingt die Bücher kennen. You are a parent, not a teacher. So du bist der Part von den Eltern und nicht die Lehrer. And so we're not looking at you to teach. We're looking at you to come and support the teacher. So das ist nicht dass von den Eltern erwartet wird, dass die wollen kommen zum Unterrichten, sondern kommen den Lehrer unterstützen. So again, we're looking at removing the apprehension, removing the fear of teachers and parents and coming together and forming this team. So wir kennen du noch, dass wir wollen die Angst wegkriegen, dass Eltern und Lehrer staub kommen, um aus dem Team zu schaffen. But sometimes there is a problem. Einmal hast du einen Trouble. And if you hear of a problem at school, what's the best way for you as a parent to handle it? So wenn du hier hast einen Trouble an der Schule, was ist der beste Weg, den wir handeln? Do you call the teacher? Do you ignore it? Do you text the teacher? Send a note? How do you handle a problem that you've heard about at school? So, was tust du, wenn du hier hast einen Trouble an der Schule? Lässt du den Lehrer phone, oder den eine Sache schreiben, oder bloß sie down, dass wenn du überhaupt nicht angeworden bist? I say if you hear it from your child, you need to reach out to the teacher. So, ich sage, wenn du hier hast was von deinem Kind, dann sollst du nur den Lehrer gehen. And I would suggest that you call the teacher. Und ich würde dir den Lehrer anzurufen. And if you call the teacher and it's a serious problem, set up a meeting. Und wenn du den Lehrer anrufen lässt, und du weißt an, das Problem ist ernst, dann du eine Meeting anstellen. So the parent should be the one that initiates this, in my opinion. So die Eltern sind nach meiner Meinung nur, die das sollen anfangen. You've heard of a problem, and so you want to take care of it. So du hast von einem Trouble gehört, und du weißt dann auch für sure, du wirst mit tun. Now there's another avenue, and that is you may hear it from the teacher that there's a problem at school. So, das kann auch anders sein, dass du hörst vielleicht von einem Lehrer, dass du einen Trouble hast bei der Schule. And as a parent, I want you to recognize that a young teacher, if it's serious enough that they call the parent, it's serious, because that takes courage. So, und ich weiß dort, wenn ein junger Lehrer, was du hast, dass der Eltern von dat, wenn ernst wird, dann ist das really ernst, dann ist das wirklich was erreicht. So take that phone call serious. So nimm das ernst, wenn jemand einmal anruft. Don't take the easy way and set up a face-to-face meeting. So nimm nicht den einfachen Weg, sondern du eine Meeting anstellen, wo du kannst persönlich mit den Lehrer vertellen. Now, I'm okay with text messages and notes after the meeting, but the main meeting to iron out a problem that you've heard about that a teacher's having with your child needs to be face-to-face. So wenn der Trouble gefixt ist, dann ist es vielleicht okay, Leute noch so Mensagen schreiben oder Noten schicken, aber das Main Problem fixen, dort face-to-face, also persönlich. Yeah. And now we've got another problem where everybody's scared. We're at a meeting. So, dann ist noch eine, wo wir Angst vor haben, eine Meeting anstellen. And so both parties are going to be nervous. So, die beiden Seiten wollen nervös sein, sie wollen abgeregt sein. And as the parent, you're more likely to be the oldest. So, als Eltern, was du mehr sagen, die ältere sein, also die älteren Menschen. And so I would look to you to be the one to try to to try to make it relaxed. So, das ist dann ab zu dir, dass du was versuchen, die Meeting anzustellen und dass ruhig wird, also dass die beiden kann tranquilo sein. So you start the meeting without jumping right on the topic. You start the meeting without going right on to the problem. Okay, so du wirst die Meeting anfangen und nicht kurz direkt nur der Trouble gehen. You start with some general conversation
to try to get relaxed. You yourself even need to relax. Så du fangst an de meeting met vielleicht eens een beetje wat vertalen, dat je kan relaxed worden. Also just ouderen en ook de leren. Yeah. And if you start too strong and bring up the problem right away, everybody gets more nervous. So wenn du tauschstreik anfängst und kurz mit den Trouble anfängst, dann war ich bloß noch abgeredet. And not only do they get more nervous, they get more defensive to defend their point. So, en nicht bloß abgeredet, sondern jeder einer fängt an da seinen Point zu haben. Also die wehren sich. So when two people come together and you want to honestly talk about something, you need to get a relaxed setting. So, wenn zwei Menschen zusammenkommen und die wollen was beruhigen, die wollen was schlechten, so dann braucht die beide relaxed sind. As a parent, give the teacher opportunity to tell you her side of the story, and you just listen. So, Just listen. okay. And to listen the to the parent. teacher's side. The parent listens to the teacher's Okay. side. So, en als ouderen horcht nur den Lehrer, was hij te zijn heeft. And don't interrupt. So, dan niet door man reden. Let the teacher express clearly how she sees the problem. So, laat den Lehrer fan erklären, wat hij den trouble zijn dat. And acknowledge, let the teacher know that it's okay for her to feel that way. En laat den Lehrer feilen, dat is oké, den zwacht te feilen. For you, it might not feel like a big problem, Voor die mag het vielleicht niet een doen lood door een grote trouble is. but to the teacher that's made this phone call, it is a problem, or she would not have called. So, en voor den Lehrer is er aber wirklich een trouble, wat het niet weer en weer niet ongeroopt haben. So don't try to pass it off and shrug it off as not a problem. So, probeer dat niet af te schaderen en te geloven dat is niet een trouble. So listen to the teacher, So, horch nur den Lehrer. let her completely tell her story, So, laat den ganz seine Geschichte vertellen. and then you as a parent can give your side that you heard from your child. So, dan just ouderen kan dan jullie ziet vertellen over dat kind. And here, from my experience, En hier van mijn ervaring uit, I hear a lot of parents say ik hier veel ouderen zijn, that I think the teacher is always right. ik geloof de leraar is immer recht. I don't know if you say that in Mexico or not, but I hear many parents say, I just fully believe that the teacher's right. If they get a whipping at school, they're going to get another one at home. So, ik weet niet of je het hier in Mexico ook zo gaan, maar dort hier veel ouderen zijn die gaan klaar, de leraar is immer recht. En wanneer het kind bij de school wordt gestraft, dan krijgt hij thuis ook nog straf. And they say that until their child gets in trouble. So, die zijn dort, dat het kind in trouble is. And when it becomes their child, Wanneer het is je kind, wat het kind is, they're not sure the teacher's right. dan zijn ze niet ganz sicher, als de leraar werkelijk recht is. You'll have to believe me, 35 years of teaching, this happens. So, je mag me geloven, mens, 35 jaar ervaring. dat Time and passiert time again. werkelijk. Yeah. Sorry about that. Ja, no Okay. problem. So, dat passiert werkelijk. The parent that says the teacher's always right will defend their child. So, parents, That say the teacher's always right, when it gets down to it, they take up for their child. ja, okay. Ouderen moeten vielleicht würden erstens gesagt haben, der Lehrer ist immer recht, aber wenn er dann nicht wirklich bei einem Trouble kommt, dann kommt er darauf an, dass er doch erkennt, verteidigen. Now the child did not go home and lie. So, The the child child- did not go home and lie. okay, de kind kwam niet naar huis en deed leen, But they only told their part of the story. die vertaalt bloos part van de geschichte. And they told it in a way that protected themselves from their parents. So, en die vertalen het op een weg, om zichzelf beschützen voor ihre Eltern. And so when you go to visit the teacher, be aware that what you heard probably has another side. So, dan zie je zeggen, want die met een leraar juist vertalen, dat die geschichte wat die kind vertaald heeft, heeft nog een andere zijde.
And as you are there listening, honestly listen to what the teacher says. Så då oprigtig horchen til zijn wat de leraar zei. And the fact, what your opinion is that, your opinion. That doesn't make it truth, it's your opinion. So en wat die mening is, dat darf niet unbedingt de waarheid zijn, dat is vielleicht bloß eine Meinung. And so we're having a meeting, and the goal of the meeting is to establish what actually happened. So en we stellen een meeting aan en uit te vinden wat er in werkelijkheid passiert is. We're not trying to condemn the child or justify the child at that point. So we doen niet proberen dat kind te verdammen of te rechtvaardigen at this point, also hier krijg ik de meeting. You're simply trying to get a clear picture of what happened. So we doen dan bloß einfach uitvinden wat het klare beeld is van dat wat passiert is. And I would say that these type meetings should not go on and on and on. En ik moet zeggen, deze soort meetings zal niet immer waren ongoing. What happens, you start repeating things, and the meeting actually breaks down. So wat passiert, wenn wir immer Dinge holen en de meeting wordt vielleicht doorbreken. And so once you've discussed it, then you try to find a solution. So wanneer du eens über vertalt hast, über geredet hast, dann eine Lösung finden. And very seldom is there a simple answer. En sehr selten mal hast du eine einfache Antwort. So the goal of our meeting is actually to establish what happened. So das Ziel von unserem Meeting ist, uitzufinden, was da passiert ist. And to open communication between parent and teacher about the situation. En de Kommunikation opzumerken zwischen Eltern und Kind, sein, was angeht. And once again, working together as a team, not against each other. So noch einmal, dat is een top schaffen en niet einer gegen anderen. The teacher may have not handled it right. They're not perfect. So dat kan zijn, de leraar heeft het vielleicht nicht recht gehandelt, die zijn niet perfect. But don't condemn the teacher, be understanding. So, aber da nicht du wennst den Lehrer verdammt, du Verständnis haben. And it's very likely that your child did something wrong. En dat is zeer lijkmenig dat een kind heeft something erg gedaan. And be willing to admit that. En zie waarlijk dat toe te staan. So both sides come together with a goal of working together. So beide zijden komen toe met een ziel te schaffen. So if you value your school, So, wenn wir unsere Schule schätzen, your school depends on your teachers. je Schule ist afhankelijk van de leraars. And so you, as the parents of the children in the school, you will gain much more by working with the teacher than you will against the teacher. So, en je als ouderen worden veel meer kan beschatten, wanneer je met de ouderen schaffen en er staat geen. So our goal is to create a supportive relationship So, ons ziel is in een verhältnis te bouwen wat door ondersteunt. and where a teacher feels that the parents will support and work with her. So, wo de leraar maar eenmaal gefehlt heeft, dat we danach den ondersteunen doen, So that this can be teamwork. zodat dit kan in teamwork zijn, waar we top schaffen doen. And the school can provide for our children and young people a place to grow in the nurture and the love of students that develops into strong church kingdom workers. So, en dat de school kan met schaffen en ik kijk de kinderen eruit merken en God zijn recht te schaffen in de gemeinde. Thank you. Nummer 280. Du bist auf dem Weg zum Himmel, doch wo sind die Kinder dein? Also, ihr dreht vielleicht alle zu den Eltern,
Dort, die Bassaten waren im Himmel, aber wo sind die nicht Kinder? Und ich glaube, das ist wichtig, dort wir als Eltern weiten, wo unsere Kinder sind, dort die Schule vielleicht kann auch gesund aufräumen, wenn unsere Kinder auch auf einem guten Weg sind, oder ja, wenn wir besorgt sind um unsere Kinder. Und weil wir bloß die ersten 2 Verse sehen. 280. Du bist auf dem Weg zum Himmel. Guten Abend und Grüße im Namen Jesu. Es ist vielleicht, wie Jünt hier von dir zu lernen. Wir haben noch schöne Stunden hier mit Jünt hier gehört, über Tag. Und nu noch diese Abendstunde auch all. Ich würde uns besonders gleich bedanken für die Abnahme, was wir hier gefeilt haben, die Freundlichkeit und den Segen, was wir von Jünt hier haben uns schaffen und genießen. Und hoffentlich kann das hier auch deinen zum Jünt auch zum Erbauung und Gott zu der Ehre. Ich möchte nun noch kurz ein bisschen verhandeln von einem Thema, an sie Kinder lehren, Anweisung zu rechnen. In Sprüche Kapitel 1, da schrift die Weise Vater Solomon, die Weise kann ich, schrift hier, wat du ihn sehen, dann sagt er, so steht, Vers 7 bis 9, des Herrn Furcht ist Anfang der Erkenntnis, die Ruchlosen verachten Weisheit und Zucht. Mein Kind, gehorche der Zucht deines Vaters und verlass nicht das Gebot deiner Mutter, denn solches ist ein schöner Schmuck deinem Haupt und eine Kette in deinem Halse. Und hier schrift es Vater und ihnen sehen und sagt, mein Sehen, das Vater ist sehr weise, das Vater ist kein Mensch, der unwissend ist, es ist ein sehr weiser Mann, der Salomon. Und sagt er, Gott zu fürchten, der andere Respekt, und dort wo Erkenntnis, dort wo Verständnis umfängt. Und wir ruchlose Menschen, die verachten Weisheit, die verachten Zucht. Aber solche, die weise sind, die haben Furcht und im Herrn. Die kümmern sich um dort. Dann sagt er, du dem Kind gehorchen. Du am Gehirn, du den Eltern gehorchen. Du das Gebot von dem Eltern Mutter nicht verloten. Da wird dort Wort für die Wort scheinet sein. Da sind viele Menschen, die freuen sich zu Unrecht, die freuen sich zu lehren, mit Dingen bekannt geworden. Und da sind auch so Menschen, die interessieren sich nicht dafür. Die sind ja nicht einen großen Wert im Lehren. Die Lehren haben einen großen Wert. Wenn wir das Wert, was Lehren haben, was ja von uns gelernt hat, zuzunehmen.
und Verständnis. Dat geeft ons gelegenheid ons te verbeteren. Geeft ons gelegenheid dat we kunnen dat niet ons te vrijen en dat oude ook ons vrijen met wat we van dat gaan. Geeft ons gelegenheid ändernissen te merken, ons te verbeteren, hebben we ons van geredet. Wijs te worden, beter geschickt te zijn im Leben, beter Dinge en Menschen verstehen. Beter anderen te helpen. Als betere personen te worden. Ik reed met een hotatola bij ons meer jaar terug. We hebben nu al 21 jaar privaatschule gehad met onze beker. En hij zei te mij dat we de huishouden, dat is de kostenvierer, zei hij, dat is me nog niet leid dat we jemals gaan met de christelijke school aangevangen hier. En dan dacht ik zo, nou, dus onkel, die wil je weten wat het kost. Die weet je wat er met uitgetold voor zo'n stuk. Dan zei ik, nou, waarom sagst du dat? Wat denkst du davon? Dan zei hij, nou, we hebben dus een ganz betere mensheid, Jugend, wat uit de scholen uitkomen. Als we mal houden. Nicht bloß beter geleerd, aber die sind auch beter, nehmen beter Verantwortung ab. Die haben wir beter Arbeit stellen. Die sind bloß eine bessere Menschheit, viel besser eingestellt. Wir haben in den christlichen Weg eine Bildung gekriegt. Die sollen lernen, das ist eine Disziplin, das nimmt eine Anstrengung. Und das wirkt das Anstrengen vom Lehren, was Menschen nicht so sehr interessiert. Und besonders auch Schüler nicht. Aber das immer wird leichter zu lernen, wenn er sich positiv das kann anwenden. Positiv kann annehmen. Wenn ich erst was lernen muss, dann ist es schwer. Wenn ich das lernen will, ist es leichter. Auf ein Gruppe hat man einen Sinn mit der Einstellung zu tun. Nu, was nimmt das, dort eine Person lernen, was rechnen dat? Erstens, sondern was lernen will, die muss demütig sein. In een zijn ja stolter Mensch leert gleich. Der hat es nicht nötig. Entweder wer da lehren will, sich interessiert für Lehren, der steht da bei sich selbst, ich weiß nicht alles. Mir fehlt es. Mir fehlt halb, ich kann mehr weiten. Ich sei noch nicht fertig. Das ist eine Demut. Dabei kommt auch dort ein Respekt ist, vor dem wer einem das Lehren tät. Man lehrt nicht sehr leicht oder viel von so einem, was einer nicht achten tät. Dabei ist es so wichtig, dass wenn da soll gelehrt werden in der Schule, da soll man auch einen Respekt verlangt, gefordert. Wir sind besonders in unseren Landesschulen in uns Land, das ist Deel, Kanada. Lehrer können meist nicht mal Respekt verlangen, fordern. Und können das nicht geben. Dann haft er auch viel mal so. So eine Anordnung. Wenn du jetzt nicht, meist nicht was zu lehren, wenn nicht erst belehrt ist. Da macht es. Nicht bloß mit Menschen, sogar mit Tier. Da muss erst eine Belehrung sein. Und dann jeder zu lehren. Da wenn sagt uns falsch, dass das Herrn Furcht ist der Anfang. Da muss erst sein. Der Respekt, der Acht, muss da sein. Das verlangt. Da muss eine Hingabe sein zum Lehren. Einer muss willend sein, gelehrsam zu sein. Das geht viel leichter scheinen, wenn man will. Eine Welligkeit hat. In der Schule haben wir verschiedenste Ziele. Allemal haben wir in der Schule auch das Ziel, als auch die Retters von der aus uns von
aus dem Team Tupschofen. Willst die Schule als ein bisschen Verschmack von wo das Gemeindeleben ist. Die Schule ist für das Schulkind ein bisschen wo die Erfahrung soll sein, wenn der ist in der Gemeinde schafft. Das soll da ein bisschen beipassen. Das soll lernen vorsichtig werden mit anderen. Der soll lernen achtsam sein. Der soll lernen Respekt haben. Alle diese Dinge. Und das meint ein Taubschaffen, das hat nicht bloß mit mir zu tun. Wir wissen alle, wenn da wird ein Spiel gespielt, ein Game gespielt, und da sind zwei Seiten. Das ist nicht eine Person, die sieht, was er gewinnt. Das sind entweder die Sieg gewinnt oder die Sieg verspielt. Und das hat gewinnt nicht nur noch, als wird sie haben taub gespielt. Das handelt sich ein Teil an die Zusammenarbeit, die Einigkeit. Und das wird fehlt. Noch ein Ziel von der Schule ist, dass das Kind soll dort lernen, wo es kann, so viel es kann. Wir haben alle verschiedenste Gaben und alle verschiedenste Fähigkeiten, können nicht alle überein. Dort nicht. Aber nicht sein mit zu und wenig durchzukommen als möglich. Nee, aber mit zu viel als möglich, so gut als möglich. Wir sind einmal verantwortlich für was uns erst geschenkt worden, was wir haben können, damit tun. Und ich glaube, ein Ding ja so, in der Schule, dass ein Kind lernt, die Wichtigkeit von was damit umzugehen, wenn einer nicht immer das Beste gemerkt hat. Wir können nicht alle immer das Höchste sein, dort nicht. Und manchmal gibt es auch noch sogar so, dass wir haben uns sehr angestrengt, aber es hat nicht geschafft. Es ist nicht durchgekommen. Wir hatten in unserer Schule, als wir nach Alberta waren, da hatten wir einmal einen Fall. Wir hatten da eine Klasse 1 Lehrersche, Klasse 1 und 2, weil wir Klasse 1, wir in Betracht kamen. Da waren dann die Anfänger, die wir anfangs Schuljahr, wir die Lehrerin, und das war eine Lehrerin mit einer besseren Erfahrung, aber die Klasse 1 Kinder, und unsere Tochter wir da auch mit an, die Klasse 1 Kinder, das waren meist alle die ältesten Kinder aus dem Heim. So die Älteren, das waren dann noch nie Schuleltern. Das älteste Kind ging nicht nach Schule. Bei uns wäre das das zweite Kind, nicht das älteste. Und hatten wir uns die Schule gehabt, und kam dann eine Prüfung. Nicht wären da, welche Kinder hatten nicht eine 100% gehabt, hatten vielleicht 98, 96, 94. Gut getan, aber wir wären Eltern sehr abgerecht. Hatten eine sehr proste Lehrersche, wir hatten nicht alle 100. So dann meinte die Lehrersche, hat nicht ihre Arbeit getan. Das schafft nicht, diese Lehrersche macht bewusst Gunlot, das schafft nicht. So eine Lehrersche kann wir nicht haben. Wenn die Kinder nicht 100 kriegen, dann ist es durch. Und ich dachte so, wo soll das? Geht ja nicht. So eine hohe Erwartungen. Geef einfach Meeting. Und dann wird davon gehandelt und wir sind zusammen nur abgerecht. Dann sagte ich, könnt ihr mir was sagen? Onze älteste Tochter, die wir in einer älteren Klasse, ich sagte, die hat das nur leicht in der Schule. Die hat. Die kam mit wenig Anstrengung, kam die leicht wieder. Die eine gute Arbeit, Schule wir nicht schwer. Und ich sagte, und wir freuen uns auch dazu. Aber ich sage, ich hoffe, die wird dort in der Schule noch beleben, dass sie mal eine Prüfung, dass das ganz durchfällt. Und ich kann auch gerade hören, wo eine junge Mama einfach, viel Lüder, viel länger.
abholt. Und ich glaube, ich dachte so, was erst das aber von Vater, der Sohn des dort sein Kind jant. Ich sagte, ich wollte ja nicht sagen, wo verstehen. Das ist nicht, dass ich das will haben, dass meine Kind so schlecht ist. Aber ich sage, Schuld, das ist, wo einer lebt, wo das soll im Leben taugen. Wenn uns Kind nu wat ärmer na Schuld, immer alle gelot vor. Ärmer, alles. Die worden vom Leben auch ein bisschen tot erwarten. Leben ist aber nicht so tot. Ich will haben, dass sie sollen doch lernen, wann da Täuschungen sind, wann durch, wo das kommt, wo sie mit arbeiten, wo das nicht so utfällt, dass einem das wird gewünscht hat. Na ja, dann können sie Mama bitte verstehen. Aber das zu tun, dort zu tun, nicht bloß zu sein, mit wo wenig ich wachkomme, aber sich mit einer Anstrengung dort zu tun. Und das soll es geredet worden, ich wollte nicht viel von reden, von der rechte Kommunikation zu haben, Respekt zu haben, Acht zu haben. Und das ist so wichtig, ich mag in voll geben, was bei uns mal passiert, als ich noch Entschuldigung war. Ich reke meine Eltern viel, meine Mama die lebt noch, aber vorher ist al weg, al nach 12 Jahren weg. Ich bin das älteste Kind und ich war vielleicht in der 6. Klasse, ich hatte noch jüngere Brüder und andere Klassen. Und wir gingen nun bis in eine Landesschule mit 2 Stufen. Klasse 1,4 wie in eine Stufe, Klasse 5,8 eine andere, so wir hatten 2 Lehrer. Und das war ein junger, befriedeter Polit, was er dort ungerecht. Und die Lehrerin, die früh, das ging fein, aber deren Amtje, und da war mein Lehrer, da wir unterwünschen, um es dort sein. Bis wir das hört. Und das ist nicht, dass unsere Eltern irgendwas hier leiten oder irgendwas sehen, von wo sie gesonnen werden. Aber die Lehrer haben nicht den größten Respekt. Manche Schüler, wenn eine Ursache oder die andere. Ein Tag, nur fassbar, wir sind da ein Stück gewesen von der Schule, den da, nur fassbar sind 2 von meinen Brüdern an den Oberstjungen auf Bicycles und fuhren dafür bei der Schule und die Lehrer aus der Bütten auf dem Hof. Und diese 3 Jungs, die bloren dem Lehrer an und nahmen dem der Nomes und alles und das dort. Sind gastgerecht. Die Lehrer, die hingen ran und fertig und die kamen hingen ran und kriegten die Jungs schließlich zu holen. Wurde das ist mir wunderlich, aber allemal hatten sie noch Respekt, Furcht vor dem. Kriegte ihm fertig nach, nahm die Träger der Schule und der hätte da bestrufen. Bis der wir ein Gastliche warst. Meine Brüder sehen tüs rein nichts, was er geworden wäre. Wie sie wussten, da war mein Vater, da wurde sich am Kammer. Bis sie seine Sehens haben Trouble gemerkt und die wurde was mit getan haben. Aber so meine Brüder waren still. Aber der nächste Tag oder so kam das mit einmal über Deal, der ich andere, was hier nicht geworden wäre, Nobasch und so. Kam das mit einmal über Deal oder ich hier in der Schule und brachte das in den Haus und Eltern. Dann dachte ich so, wo hat Papa nicht mehr das getan? Ich wusste bloß, mein Vater wird so, das dort bloß nicht. Und dann später sind die Deider noch schmal. Die seht nicht Wort, wir stahl, seht nicht Wort, drei noch. Meine Brüder wurden nicht Wort aufgefragt, noch nicht. Ich dachte, na, wo hat Papa dann immer so anders mit das? Das war noch nichts mit das. Und ich war ein befrieder Mann und nicht stout befried. Und mit einmal dann kam diese Geschichte irgendwo über den. Und dann wurden wir an der Papa hören, was mitgetan. Papa war sehr verstammt gewesen, dass meine Brüder das getan haben, was sie taten.
aber habe ich auch verstanden, was über dem Lehrer. Weil vor der Fall, was da passiert wird, da wir nur der Schulzeit passiert, dort wir, da hat der Vater die Verantwortung, dort zu besorgen, nicht die Lehrer. Da wir nicht mehr die Lehrer seine Sache. Sicher, meine Brüder würden auch haben müssen, mal die Lehrer tragen merken. Aber die Bestrafung, dort traf mein Papa, nicht am Schullehrer. Nie hat der Schullehrer Papa so, dass er mir aus der Hand genommen. Das zu tun. So Papa hat dort eine Unterhaltung gehabt mit dem Lehrer. Aber niemals uns Kenia irgendwas seinen oder hören lassen. Nicht. Papa hat das wir besorgt. Und in meinen Augen, wie mein Papa bloß noch so viel weiser geworden. Mit woher er das verhandelt hat. Nu wordt verlangt dat von uns als Eltern, als Erwachsene, wenn unsere Kinder sollen das Lehren reagieren. Erstens, es soll ein bisschen betont worden von der eine Vision von uns, ein Ziel. Wenn wir die Schule ein bisschen als wenig und wertlos und nicht viel was meinend achten, dann wollen unsere Kinder auch. Und das hat nicht bloß zu tun mit was wir sagen. Wir zu sehr wirken, wie als Eltern, dass wir Müll sein, ja, gut, das, dort. Aber wir beweisen das nicht. Wir betegnen das nicht. Wo wir uns wirklich verholen, darüber, je wie nicht den Wert, den Vision, das Ziel, nur die Schuld, wo er traf. Auch soll wir das Wert haben von Gott lehren. Ich rede nicht von Höch lehren, aber von Gott lehren. So, dass ich schon sehe, das Kind das Beste kriegt, dass wenn er aus der Schule kommt, das hat eine gute Ordnung, das hat eine gute Schicklichkeit, das hat eine Fähigkeit, das versteht sich mit Dingen. Nicht bloß die höchste Noten, nee, aber das hat ein Verständnis und das ist eine brauchbare Person. Und willst die Schule ja wirklich zu den Kindern den Schlüssel zum Wiederlehren, wenn die Schule stark ist. Das sind so ein bisschen Sinn, in der Schule lernt man, und wenn ihr fertig ist mit der Schule, dann braucht nicht mehr lehren. Dann fängt das Lehren erst noch mal an. Die Schule ist da bloß, um die Schrecklichkeiten zu geben, dort noch her zu lehren, ja. Kinder für die Schule zu merken, als Port von diesem Ziel. Mir wird vorhin gefragt, dass mit Schulen noch eine Zeit lang geschafft. Wordt vorhin gefragt von jüngeren Eltern, wat vielleicht Kinder haben, die bald nach der Schuljahren kommen. Wo haben wir unsere Schulkinder reinmerken? Sollen die dit al weten in der Schule gehen? Sollen die al dort al weten? Sollen die wel al weten, was die Kinder sollen können tun in der Schule? Und das ist gut, das ist wichtig. Ein von den Dingen, was ich dir bald sage, ist, dass Kind mit weten an der Schule kommt, was das Wort nee meint. Nee meint nicht vielleicht, nee meint nicht Lothar, nee meint nicht, wo es muss sein, nee meint dort. Vielleicht rede ich zu driest, ich weiß nicht. Aber das Kind weiß, wo die Grenzen sind, dass die klare Erwartungen sind. Noch andere Dinge, was Eltern können, um ihre Kinder Geschichten vertellen, ihre Kinder verlesen. Dass sie sich mit Bleistiften und Tusch verstehen. Dass sie Verantwortung haben und können über checken, aus einem nahen Kind und das wird besorgt. Charakter und so weiter.
eine Hafen Vision für die Schule. Noch ein Ding, was wir als Eltern können tun für die Schule, dort unsere Kinder wollen dort lernen, rechnen, ist, wenn sie sein, wenn die Kinder dort erfahren, dort wie bühen Beziehungen, Verhältnisse in der Schule mit einander und anderen. Und wie als Eltern und Lehrer stehen uns taub, da habe ich erst so viel von geredet worden von dir. Schüler wollen lehren von so einer, wem sie ihre Worte rechnen. Sind dort die Eltern, sind dort die Lehrer, sind dort irgendwem. Die nehmen dort, und ich weiß, ich rede erst über Dachol von das, ich will nicht lang merken. Aber ich war in Afrika das erste Mal, als ich al 21 Jahre zurück, so ungefähr dicht bei 20 Jahren. Und die Lied, was wir in der Mission deinen, die hatten nach die Kenia, die älteste Junge, die waren Erich, die war so 8 Jahre alt, und leben ja. Jong, ging schein mit denen. Ich gaf mir auch zum Wasser auf mit denen. Und ein Sonntag wie ich wieder Lied zum Marachen, ein langer Dash mit Jast, seiten da am Mittagsdaschen. Einen hatten vor dich, hatten nach dem Bett, was scheint sie hat zum no eten, trunken da Kaffee und so wieder, seiten da an. Ich sagte mir zu Schrotz Eva von dessen Erich, und am einmal sagte dem, ich sage, Erich, sagte dem, kick mal, hast nicht vor dich, beim Eten. Wir haben Päe gehört, und das Jung hat bloß das Bannerste uitgejeten und die Kerste Tag gelassen. Sie hast nicht frecht. Sagte, schmeckt mir nicht gut. Er sagt, Wort. Ja. Sie kicken mal, alle ewige Hand vor dir. Bloß nicht du. Nein, ich will nicht. Er sagt, was nicht groß worden, ist deine Papa? Ja. Sie kicken mal, der ist ein schiefes Lade. No. Das ist nah, wenn das nicht schafft, dann wollen wir jetzt unter Weichbrot. Sag, okay, nu hast du mich berät. Alle können Kerst eten. Erich, der kann nicht. No, der kann nicht. Und das kann ich auch nicht mit durch. Halt mich. Das ist, na, ist die dann und dann. Wenn du nicht will Kerst eten, damit ist nicht, noch nicht wird sehr grob arg geworden. Hij deed dan zoals hij wil. Ik voel, met de tijd dat ik terug naar de stad waar ik weinig blijven deed, en dan vertaal ik door met dem, een van de Dynawaters zaten. En brengt dem zijn phone. En dan zegt hij, hallo? Zegt hij, oh, dit is voor die. Ja, voor mij dat phone. Het is weer phoned me hier in Afrika. Zegt hallo? Zegt hij, ik uit de kerst. En ik weet nog niet wat hem daartoe beweegt had. Ik neem het wie weer een vriend. En hij wil me zum gevallen. Dan, waarom dat vielleicht ook niet meer reingeschmeißt. Nicht. Aber hij wil het doen. Meer jaar terug wie ik in Afrika war. Ik zei nog 14 door je was. Ik kwam me te gaan. Want hij moest deze Lieder waren. Deze familie. Donde dein. Erich ook door. Groter Bengel. En dan heb ik gerade gezegd. Dat passiert wat passiert wanneer een Kerst eten deed. En ging schein. Wie noberen hadden een scheine tijd. Na de tijd wat ik te weer. Een dag zei ik, kijk Erich aan en zei, Erich, zei, denkt die dat nog? Zei hij, jo, mij denkt dat gaat. Die hadden nog niet van vergeten. Aber wenn da gute Beziehungen sind, gute Verhältnisse zwischen Lehrer, Kinder, Eltern, dann wollen die Kinder auch dort rechnen, was sie lernen sollen. Wenn dort Interesse ist. Beispiel. Bist du ein Vater, eine Mutter, bist du ein Lehrer, Lehrerin, was sich interessiert für Lehren?
Oder kommen wir nur die Kinder und sagen, na ja, mir ging die Schule auch nicht gut. Das mag vielleicht so sein. Aber wenn wir dort noch ein bisschen mitgeben, na, dann brauchst du auch nicht. Dann wird es damit einer das Lehren aufstammen. Da wir mitteilen mit unseren Kindern, was wir gelesen haben, was wir gelehrt haben, interessieren wir uns dafür. Da wir das unterstützen. Es uns dort ein Interesse. Wenn die Kinder in Haus kommen, bis nee, einfach uitvragen, was für Niet liest du von dir? Was habe ich getan und was da wirklich wichtig wäre? Was ist die nie weg oder klarer geworden und so weiter? Nahmen Interesse an, in was die Kinder lehren dann. Wirklich nahmen Interesse an. Und ich glaube, wir als Eltern können auch viel dazu tun, um das leichter zu machen, dass die Kinder wel in die Schule gehen. Unsere Tochter ist Lehrerin gewesen, nun nicht mehr, sie ist eine Mutter tschüss. Sie hat mehrere Jahre in einer Schule holen. Und da kam eine Familie nach der Schule, ich weiß nicht, wann Schule an war, vielleicht 10 Minuten an, dann kamen die Kinder an. Rein beschrumpft. Emmerlut. Und dann ging das schlecht. Es ist Emmerlut werden. Und dass wir nicht, dass die Kinder, dass die Schuld lag bei den Eltern, weil die Eltern wären bloß so nicht, mit Zeit hätten sie nicht sehr vorsichtig umgehen. Na ja, das steht noch, mit der Zeit, wo wir die noch eine Schuld kriegen. Das dort hatten die dort. Und das ging die Kinder schlecht. Aber das dort hatten die Lieder doch, wenn das kam in die Kirche. Wir waren auch immer, nicht zu Zeit. Ich sehe mal zu meiner Mamtje, ich sage, ich mag mal nur die Lied anfahren, wenn die nicht tüß wären, und da wird man Glocken da. Besonders das gibt nicht in Mut für Kinder. Da wenn die ein von ihnen schlucken gehen kann, Lot. Oder können weit mit aller Hand am Phone und so wird die Druck haben und gar nicht zu uns meinungsvolle, gesunde Zeit haben. Das ist schwer. So, und die kommen nicht geräft nur der Schule. Noch ein Ding, was er sagt. Mir ist das einmal passiert. Kommen Eltern mit einem Kind, vielleicht an der Hand. Dann sagen sie, Renault, bis ganz, das Kind ist hartlehrig. Dann denke ich so, ja, nie weiter dort noch einmal. Dann mag es so sein, dass es nicht, dass dort nicht so ist. Aber dort Kind einmal dort anprägen, dass der das Kind nicht mehr hat. Weil das einmal so stoppt, was betekent. Und als von geredet worden, weil wir das antrekkend haben in der Schule, uns damit bemähen und so weiter. Und dass wir dort rechnen und den Wert von einem guten Lehrer. Was wir tun, dass unsere Kinder wollen, dass rechnen, was sie lehren, ist, wenn sie sagen, dass wir die Lehrer rechnen, dann wollen sie auch da. Wir geben den Lehrer, oder Lehrerin den Namen Lehrer. Dort ist wirklich nicht den vollen Namen. Dort ist ein Port von was die tun. Ein Lehrer oder Lehrerin wirklich als ein Einflüsser, die das beeinflussen. Lehren ist Port davon. Dort kommt viel mehr mit
in der Schule als bloß Kinder unterrichten. Sehr viel mehr. Sehr viel mehr. Denkt bloß an, wenn jemand bloß betritt kicken down. Wer von jün kann mir ein Teil vertalen, was jün Lehrer jün wirklich unterricht hat? Der ich weiß nicht. Aber wir wissen, was von der Person der wir, wo die sich verhält, was für eine Anstellung die hat, wo die wir, dort beholfen. Dat is Einfluss. Dat is Einfluss. Jo, dat Unterrichten ist wichtig. Ab ernst, sehr wichtig. Aber das viel mehr dabei ist dort. Lehrer sind, die Bibel redet davon, dass Gott hat die Gemeinde gegeben, ältesten, verschiedenste, und dann sagt er auch Lehrer. Und das, ich weiß, wir reden vielleicht von so einem Wort von diesen Unterrichten dann. Und dort ist auch dabei, aber unsere Lehrerschaft hat ja einen Unterrichten dann. Han sei so eine Verantwortung, als die, was die haben. Bloß auf einem anderen Weg. Und je weinig da wie ne Gov da no rechten als Wort wie von dem Jever denken dann. Nu wann die Gott unsere Gemeinde die Lehrer geschenken hat, wo wir mit den Lehrern verhandeln. Ja, die tun nicht immer alles reich, die wird vielleicht mitgeholfen, geholfen, alles. Aber wo wir mit den Lehrern umgehen, dann sagt uns nicht bloß Wort wie von der Schule und von den Lehrern denken. Dann. Dort sagt uns vielleicht noch Wort wie von dem Jever von den Lehrern denken. Dann. Auch noch. Ich will schließen, das ist Zeit. Wenn wir kicken dann in Apostelgeschichte Kapitel 4, Vers 13. Das war Petrus und Johannes für das gerecht zu sein, das jüdische Gerecht stunden dahin. Und zu mir, das Wort angedonen, sie sollen nicht mehr von Jesus Christus reden. Und dann sagen sie, du hast in kein anderem Heil als in den Namen Jesus. Das hat kein anderer und ihr wollt noch einmal seilig werden. Und dann sagt er das in Vers 13. Da hat gerecht, sie sahen aber die Freudigkeit an Petrus und Johannes. Die verwunderten sich, denn sie wären gewiss, sie wussten dort, dass das wären angelehrte Menschen. Und sie können dort wohl sein, dass diese mit Jesus gewasst wären. Dass wir an diese Jünger klar zu machen, wer Einflüster gewasst wäre. Dort wir klar zu machen. Jesus sein Unrecht, der wir lebendig, wahrhaftig, praktisch, interessant, positiv, mit Beziehung, mit Beispiel, so ein Lehrer ist, hat Jesus als Lehrer. Und so hat er bewiesen an diese Schüler, was er gehabt hat. Und dass wir antworten, dass wir zu machen, wie ein Lehrer gewasst werden. Und wenn wir sind nicht Lehrer als Jesus, dort nicht. Aber wenn wir Jesus in den Fußstapfen wollen, nur gehen, und die Lehrer sich mit da wollen anstrengen, und die Eltern auch, dann wollen unsere Kinder welch Aufmerksamkeit nehmen und das Lehren schätzen. Mag Gott uns damit verhelfen. Vielen Dank. Waar we nog helemaal Leute zijn, met 280. En waar we bis ganz sterk zijn. En dan waar we al die Firefall zijn. Du bist auf dem Weg zum Himmel, dort wo sind die Kinder da.
sprich mit euren Leben, ängstlich von den Sinnen heim. Wein für sie, pflegt mit denen, gläubig, dass das Gute tat. Euer Herzen nimmt die Kinder, die euch anvertraut der Herr. Führt sie zu dem Freund der Sünder, pflegt, dass auf sie bekehrt. Wir haben verschiedenes gehört von der Taubschafen, Eltern mit den Lehrern Taubschafen, und auch von unseren Kindern mithalten, dass die Instruktionen gleichen tun. Ich weiß, wenn wir uns Dinge typen tun, irgendein Apparat oder irgendein Ding oder irgendeine Maschine, was wir nicht kriegen, weiten, wird es abgestellt wird oder wird es gebrückt wird. Wenn du dann Instruktionen bei sind, Vorschriften, wo das tun soll oder das schaffen wird, dort regen wir viel. Wenn anders kann man das mäßig taubstellen, vielleicht nicht, auch nicht das brücken, wenn das erklärt nicht, was das soll. Und dann, wenn du, wer uns sagt, es ist das macht und so macht das, dann wird das fein schaffen, dort regen wir sehr viel. Und wenn wir dort können, an die Kinder lernen, dass sie Instruktionen ist, was regnen. Und wenn wir als Eltern sagen, guck mal, wenn du so und so leben willst, dann wird die dort schein gehen. Wenn die dort anfangen wird zu regnen, dann habe ich sehr, sehr viel Beschäftigung an die Kinder erleben. Und dort würde ich mir wünschen, von diesen Vorträgen, die diese Brüder uns hier gebracht haben, uns haben ab dort sehr abgehalten, wenn dort bei uns als Eltern wird, was sein, was du uns halten wird, unsere Kinder zu halten, dort zu kriegen, zu gleichen, wenn Instruktionen gegeben worden. Dort es viel wird. Und dann auch besonders dort Taubschafen, die Eltern mit den Lehrern mit den Eltern, ja, weil wir dort besonders schätzen und behalten. Dann werde ich noch ein paar Verse lesen zum Schluss, zum Segen, für die Häupter neigen dazu. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Amen. Dann werden wir am friedlichen Angang gehen.